perfekt. Der Sound ist schön mit der Auspuffanlage. Ja, servus Brennand! Jo, heute sind wieder ein paar Probefahrten bei Kawasaki, beim Hardo-Motor in Eckmating. Und ja, und zwar die ganzen Z-Modelle, also die Knockatten. Und ja, jetzt bin ich hier gleich mal mit der Z1000 unterwegs, Modelljahr 2018. Und zwar die R-Version mit Öhlins-Fahrwerk und Sportauspuff. Werde ich später noch zeigen. Ja, dann fahren wir mal gemütlich. Hoffen, das Wetter hält. Sehr windig. Ja, Durchzug ist wunderbar. Ja, ist noch ein sehr minimalistisches Moped eigentlich. Also heutzutage haben ja alle sau viel Technik drin und Fahrmodi und Klump und Schmarrn. Einstellbares Fahrwerk und so. Aber die hier ist einfach nur Moped, Motor, Räder, Blinker dran, Hupe, fertig. Viel mehr braucht man ja eigentlich nicht zum Spaß haben. Ja, ich habe vorhin gemerkt, so bei langsamen Geschwindigkeiten, da ist es noch etwas träger. Aber wenn man ein bisschen flotter dann fährt, dann wirkt sie schon wendiger. Ja, man sitzt natürlich wie auf einer Street Fighter drauf. Das heißt, also ja, fast, man glaubt schon fast, man kippt nach vorne über. Also sehr frontlastig. So wie es sich für eine ja, Street Fighter oder Naked Bike eigentlich gehört. Ist halt eher hart. Hartes Fahrwerk, harter Sitz. So, noch einmal bremsen. Von 100. Jo. Ja, bremst. Gut. Also ich habe mir die Bremse ein bisschen bissiger vorgestellt. Also ich bin es irgendwie von der Z1000 bissiger gewohnt. Also eigentlich zu bissig. Aber die fühlt sich jetzt richtig gut an eigentlich. Weil da ist man echt zum Teil, wenn man nur langsam dahin gerollt ist, leicht gebremst hat, dann hat die zugebissen. Aber das ist jetzt sehr angenehm. Bremst gut, aber es haut eigentlich gleich über den Lenker drüber. Schauen wir mal so die Schaltung, wie sie sich schalten lässt. Einfach mal ein bisschen beschleunigen. Ja. Schaltet eigentlich recht sauber. So ein kleines bisschen mehr Feedback im Schalthebel wäre vielleicht wünschenswert. Ja, wie gesagt, wenn es ja bei etwas langsameren Geschwindigkeiten ja, wirkt sie etwas träger. Ja, schön, die Sonne kommt ein bisschen raus. Über Nacht hat es viel geregnet. Ja, man merkt schon leicht in den Handgelenken, dass doch sehr frontlastige Sitzposition ist. Ansonsten, was gibt es da Schönes zu sagen über das Moped? Der Sound ist schön mit der Auspuffanlage. Ja, schon sehr schöner, dumpfer Klang. Gefällt mir. Einmal überholen, ein paar schnelle Kurven.
Lenkeinschlag ist jetzt nicht so hoch, nicht so groß. Also einen recht großen Wendekreis hat sie. So, einmal Durchzug, 6. Gang. Ja, so ab 5000 geht es dann richtig vorwärts. Ab 5000 Umdrehungen. Ja, auf so Landstraßen, da fühlt sie sich sehr gut an. Da macht es echt Spaß. Hier so Kurven. Also sie fühlt sich sehr leicht an in den Kurven. So, hier im 6. Gang durch eine 30er-Zone. Sehr geschmeidig. Man muss ja hier mitten im Wohngebiet ja keinen Lärm machen, im 1., 2. Gang durchfahren. 6. Gang. Kann sogar vom Gas, einfach vom Griff weg. Muss kein Gas geben, Standgas reicht. Motor läuft richtig geschmeidig, richtig rund. Hier 30 km/h. Eine 30er-Zone passt wunderbar. Läuft echt geschmeidig. Ach, jetzt sehe ich gerade, hier ist die Drehzahlanzeige bis 4000. Da geht es von 1 bis 4000 und ab 4000 sieht man es dann hier oben. So ist das. Jetzt tun wir einfach mal von 30 weg, 6. Gang, Vollgas geben. Versuchen wir mal. Erst so ein bisschen sanfter rangehen und dann... Wow! Boah, Respekt. 6. Gang bei 30 km/h. Musste ich gerade aufpassen, da war ein bisschen Schotter auf der Straße. Aber das ist echt geil. Wirklich 6. Gang, 32 km/h Standgas. Dann ja, Durchzug voll beschleunigen und echt durchgehen, richtig geschmeidiger Durchzug. Noch einmal. Hier 32 Standgas. Wir sind hier bei 1500 Umdrehungen knapp. Wenn ich jetzt langsam hier rangehe, zack. Man hört es ja auch, richtig geschmeidig. Echt sehr geschmeidig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, wird wahrscheinlich auch etwas kürzer übersetzt sein. Als Naked Bike auch üblich. Deshalb kann es dann im 6. Gang auch eben bei so geringer Geschwindigkeit so schön rund laufen. So, machen wir einmal Beschleunigung. Einfach mal so gemütlich. Genau, Schaltassistent haben wir leider nicht. Aber das macht nichts. Wie gesagt, ein puristisches Bike. Ohne viel Technik dabei. Ja. Man muss ja nicht immer Vollgas beschleunigen. So macht es auch mega Spaß und schon ist man auf 100. Wunderbar. Ja, Durchzug ist echt schön. Und der Sound natürlich auch. Aber jetzt schauen wir uns mal etwas genauer von außen an. So, der Sound ist echt gut. Ein sehr schöner Klang, sehr dumpf. Das gefällt mir. Ja, genau, hier sieht man schon, Öhlins ist verbaut. Jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen. So, das ist also die schöne Z1000 mit diesem giftigen Blick. Blinker können wir mal ausmachen. Interessant, der Blinker ist hier unten drin. In der Verkleidung. So, hier der böse Blick. Genau, wir haben hier die guten Brembo Monoblocks verbaut. Dann vorne haben wir eine Showa Gabel, also keine Öhlins Gabel.
aber dafür hinten ein Öhlins Federbein. Und hier die Speed Pro Cobra Auspuffanlage, die Endtöpfe. Ja, es scheint fast so, als wäre kein DBI-ITER drin, aber das passt alles legal. Natürlich E-Nummer drauf. Wunderbar. Ja, schickes, kurzes Heck. Vorne natürlich wirkt sehr aufbäumend, muskulös mit dem Tank. Ja, ein geschmeidiger Motor, muss ich echt sagen. Hat jetzt nicht die Mega-Leistung, der hat 143 PS. Dann natürlich die Konkurrenten mittlerweile einiges mehr, 160 PS, 170. Aber der fährt sich echt sehr geschmeidig. Und ja, der reicht vollkommen für die Landstraße, also echt wunderbar. Ja, dann machen wir natürlich noch eine Soundprobe von den zwei Hübschen. Starten, Leerlauf, ganz gemütlich. Klingt auf jeden Fall kräftig. Sehr schön. Und weiter geht's. Ja, Durchzug ist echt schön. Also die macht wirklich Spaß. Ist eher ein Spaßmoped. Also für Touren jetzt nicht so unbedingt zwingend geeignet. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, ein Spaßmoped. Mopedfahren darf ja auch Spaß machen. Dann können wir ja 30er-Zone, 6. Gang rein, Standgas, einfach rollen lassen. Funktioniert ja. So, dann ist die Probefahrt schon wieder vorbei. Ja, hat Spaß gemacht. Also jemand, der wirklich ein reines Spaßmoped sucht, ist sie sehr zu empfehlen. Fährt sich wirklich gut. Nicht mehr so hart wie die älteren Modelle oder die ich früher mal gefahren bin. Super.